Hallo liebe Blutsauger, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Vampyr. So, wir sind hier noch im East End, beziehungsweise in den East End Docks. Wir müssen nach John Hampton suchen. Ich habe mich jetzt in dieses Unterschlupf, in den Unterschlupf begeben, in das Unterschlupf, um halt nochmal ein bisschen meine Erfahrungspunkte zu verteilen und zu leveln. Habe noch mit einer Person gesprochen, die hier eine Leiche untersucht hatte. Hat sich herausgestellt, dass es ein Vampirjäger ist. Das wäre dieser junge Mann hier. Warte mal. Genau. Ickeborg Trogmorton. Der ist quasi auf Vampirjagd spezialisiert. Und ja, jetzt geht unsere Reise erstmal los. Auf der Suche nach John Hampton. Es hat sich jetzt herausgestellt, dass er sich da in einem Lagerhaus befinden soll, oder was das war. Ich glaube schon. Dass es ein Lagerhaus war. Gucken wir mal. Die Sidequests werden wir dann auch noch machen, aber erstmal machen wir hier weiter. Was? Jimmy, der Funke Barlow. Seems like the guard at Freeman is on Hampton's. So, brauche erstmal wieder ein bisschen Blut. Oh, Feuer, ja. Das kriegen wir hin. So, bauen wir mal etwas Blut, damit es voll ist. So. Das ist auch wieder aufgeladen. Ich muss ihn eigentlich erledigen, weil er spawnt die ganze Zeit neue Gegner. Mist, Pistole ist leer. Gewöhnliche Parabellum-Pistole. So, das war's. Hier ist eine Blutspur, das heißt, das hier ist die Leiche. The wounds on this corpse are deep. The result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Höchstwahrscheinlich, aber die Frage ist, wo ist er? Die Spur endet hier. Das können wir noch untersuchen, oder? Hier war noch irgendwas.
Ah ne, hier. Aufheben. Die Leichen. Hier haben wir noch Sachen bei sich. Aber nicht alle. Nope. Was habe ich denn da jetzt für eine Knarre bekommen? Ich will das gerade mal auschecken. Aha. Gewöhnliche Parabellum-Pistole, Schusswaffe. Eine zuverlässige, häufig von deutschen Offizieren geführte Selbstladepistole, die 3 Schüsse nacheinander abgeben kann. Okay, ist nicht so stark wie meine aktuell, aber... Guck mal, wenn wir nachher wieder bei einer Werkbank sind, ob ich die verbessern kann. Was wir noch aus der Pistole rausholen können. Unteres Themseufer. Okay, hier ist nichts. Doch, da. Yay. Schmiermittel. Schön eine schmieren. Und Munition. Ah, guck mal, da sind noch... Da sind noch mehr Gegner. Kann ich ihn direkt schocken. Durch den hohen Schaden, den ich mit Beißen mache, kriegt er schon mal direkt was abgezogen. Die sind aber schon ziemlich stark. Aber ich bin schneller. Was ist denn da los? Da hinten brennt auch ein Fight. Hat er noch was für mich? Ja. Schmiermittel. Okay, was mit der Leiche hier? Hat die was? Ja, Teil eines gewöhnlichen Griffs. Eine weitere Leiche. This poor man has just been slaughtered by a vampire. The body's still warm. Leiche ist noch warm, das heißt, John Hampton kann nicht weit sein. Der ist hier garantiert irgendwo. Perfekt. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Fast alle geslaughtert. Was ist das überhaupt? Ist das irgendwie Senfgas oder irgendwas? Aber eigentlich dürfte mir das überhaupt keinen Schaden machen. Ich halte das doch aus. Da ist noch eine Kiste. 4 Schillinge. So much money. Okay, ich muss jetzt hier nach oben. Dann sind wir bei den Notunterkünften. Ach genau, in der Notunterkunft soll er sich befinden, hieß es. Ja, ja. Da ist noch einer. Den können wir noch gerade mitnehmen, wenn wir hier sind. Der Erfahrungspunkte wegen. Trifft mich jedes Mal, ne? Start. Wässrige Blutprobe.
Geht das hier auf? Nee. Hier, da steht jemand. So, ich muss hier unten lang. Okay. Kein Ding. Guck mal, da sind direkt 2 und ein Priester und die stehen mit dem Rücken zu mir. Perfekt. Hoffentlich kann ich ihn hier direkt schocken. Jawohl. Blood. Autsch. Critical Hit, du Schwein. Brauche eine Heilung. Ansonsten nippel ich bald hier ab. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Lass mich nochmal gucken. Ja, jetzt geradeaus und dann links. Aber guck mal, hier ist offen. Hier können wir rein. Umfeld der Notunterkunft. Die Tür ist offen, das heißt, jeder kann hier rein. Das heißt, Gegner könnten auch hier sein. Ein Safe. Mal gucken, was hier oben noch ist. Halt, da war noch was. Flasche mit Alkohol. Natriumchloridlösung. Die Tür wurde aufgeschlossen. Das ist auch ein Shortcut. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Okay, hier ist offen. Und hier sind Ratten. I can't believe I'm doing this. Wie ich schon so oft sage, glaub's ruhig. In der Not frisst der Teufel auch Fliegen. Also, wenn wir unseren Bluthaushalt hochhalten wollen, um uns zu heilen und anzugreifen, sollten wir Blut trinken. Ach, guck mal, er ist wieder da. Unser Vampirjäger. Was ist das? Anti-Vampir-Plakat. Die Gefahr ist unmittelbarer, als Sie denken. Sie sind bereits hier. Lassen Sie sich nicht das Königreich übernehmen. Haben Sie einen Vampir gesehen? Holen Sie Hilfe. Ichabod Throckmorton, sachkundiger Vampirjäger. Also es sind seine Flugplakate, die hier rumliegen. Okay, er redet mit sich selbst. Ist hier noch irgendwas? Guck mal, hier ist so ein kleiner Stand. Kleiner Essensstand. Aber niemand hier. Bevor wir da hingehen, wollte ich noch mal gucken, was hier ist. Okay, da ist nichts. Da liegt noch Geld. Ich nehme jedes Stückchen mit, was ich kriegen kann. Umso besser ist es dann, wenn ich nachher noch Sachen einkaufen möchte, weil, um meine Waffen zu verbessern, brauche ich halt diverse Mittel. Okay, wer ist da? Unbekannt, das ist eine Person, die hier ansässig ist. Wir looten erstmal alles. Und das scheint ja die besagte Notunterkunft zu sein. Das ist verschlossen. Oh. Schade. Und das hier? Medizinische Notration. Ist hier sonst noch wer? Ah, ist noch eine andere Frau. Die Frau. Okay, dann quatschen wir mal mit den zwei.
Um herauszufinden, wer die sind. Okay, das ist Ickeborg. Warte mal. Die ist jetzt hier. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reid. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. Was hat die denn gegen uns? Die kennt uns nicht mal. Vor allem dieses, wieder so, die Unterschicht kritisiert die Oberschicht, weil sie privilegierter sind. Und es gibt manche von der Oberschicht, die pissen natürlich auf die kleinen Leute, weil sie natürlich mehr Wohlstand haben. Und diese Grenze zwischen Arm und Reich, vor allem in dieser Zeit in England, ist enorm gewesen. If you have something to say, say it. I'm getting tired. Auch so um die Zeit, so 1890, um 1900. Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. Ich bekämpfe Armut. Sie haben keinen Schimmer, wer ich bin. Sie haben recht. You're right. I have never suffered from poverty. But that doesn't mean I don't fight it and its consequences. I really doubt you ever had to fight for anything in your life, Dr. Reid. So, dann halt nicht. Well. Na gut. Wo wird sie hier noch? John Hamptons Notunterkunft. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reid. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum. Ist es die Schwester von der anderen? Weil er ist ja auch Paxton, He was oder? a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Aber warum hat der die nicht angegriffen und getötet oder verwandelt? Ich glaube, er weiß gar nicht, wie er jemanden in einen anderen Vampir verwandelt. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Ja, dachte ich mir schon, das sind Schwestern. Sehen sich auch ein bisschen ähnlich. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he's not always sad. Vor allem jetzt nicht mehr, jetzt ist er eher durstig. What can you tell me about this place? How are things here?
It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reid. You really think I should go back to a safer place, miss? No, I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. Warten wir es ab. Hier persönlich kann ich sie nichts fragen. Okay, das war's dann erstmal. Goodbye, Miss Paxton. Gut, die Paxton-Schwestern haben wir jetzt kennengelernt. Das sind die einzigen zwei, die ich jetzt bisher gesehen habe hier. Da ist schon Hampton. Gesund. Mesmerien sehen 6. Und die Blutspur führt genau dahin. Ich gucke mich erstmal um, bevor ich dann zu ihm gehe. Liegen einige Leute. It's locked. Alte Zeitung. Die Bombe explodierte kurz nach Tagesanbruch vor der Munitionsfabrik Dawson & Dawson, dem größten Arbeitgeber des Bezirks. Die Detonation zerstörte alle Fenster der Fabriken im North-South Walk. Es grenzt an ein Wunder, dass bei dem Anschlag nur 2 Menschen gestorben sind, bestätigte Chief Superintendent Alexander Brighton. Okay, alte Zeitung. Das ist eine Tür, aber die ist verschlossen. Da ist noch was Leuchtendes, habe ich gesehen. Irgendwo. Hier. Er ist hinter dieser... Ah ja. Er sieht aktuell noch recht normal aus, aber er ist es nicht. Das wissen wir. Okay, das scheint von ihm zu sein. Das lese ich jetzt nicht vor, das ist ein bisschen zu viel gerade. Aber von Dyson Delaney haben wir jetzt einen neuen Hinweis. Why the long face, Doctor? Oh shit. Ja. Wir haben uns beide sehr verändert. Können Sie es wagen? Ist das alles, was Ihnen Sorgen macht? It looks like we both have changed a lot. I must confess, it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Sie sind ein hilfreicher Skull. Erinnern Sie sich an William Bishop? And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Wonders never cease. Skal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain? Ja, wir zügeln uns, weil wir keine Mörder sind. Fürchten Sie sich nicht vor sich selbst? Gute Frage. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Oh nein, Jean, definitiv nicht.
Stoßen Sie die heiligen Symbole nicht ab? Stimmt, er trägt eigentlich noch sein Kreuz. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Er trägt das Kreuz noch und vor allem richtig rum. Nicht falsch rum. Satan! Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. Was bist du? But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Er isst Fleisch? Er isst sie? Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? Sie sagen, Sie seien unschuldig? So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. Ich glaube nicht. But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Ich habe Zweifel, es könnte eine Falle sein. Und das ist es wahrscheinlich auch. Ich würde aber nicht abstreiten, dass ich auch neugierig bin. Aber Zweifel. I will not look kindly on you if you're trying to trick me. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. Wir könnten ihn auch hier und jetzt töten. Können wir nochmal mit ihm reden? We'll have a talk when you've returned from the sewers, Dr. Reid. Shit, ich wollte gucken, wie viel ich brauche, um ihn zu mesmerisieren. 6. Ja, okay, kann ich vergessen. Weil das wäre eine Gelegenheit gewesen, ihn zu mesmerisieren und dann anschließend vielleicht in... Guck mal, hier ist ein Geheimgang. Darin wird er sich wahrscheinlich zurückziehen. Ich denke mal... Also meine Vermutung liegt nahe, dass wenn wir gehen und das Ganze untersuchen, wird er die Leute hier vielleicht töten. Ich bin mir nicht sicher. Seine Absichten sind echt schwierig zu ergründen. Aber wer weiß. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Hier. Ups. Falschen Knopf gedrückt. So, ich muss nämlich noch einmal zurück und dann irgendwie nach oben. Das könnte richtig sein, ja. Die reden da unten. Ach, das war die Tür, die da unten war, die verschlossen war. Now I know. Gut, und die stehen natürlich davor und blockieren das Ganze. Na dann.
Weg mit euch. Und gebt mir euren Loot. Bleistab. Sehr gut. Okay. Dann lasst uns mal nachgucken, was John Hampton hier fabriziert. Und ob er die Wahrheit sagt. Ob wir hier Antworten finden auf das, wonach wir suchen. Hunde, die Kanalisation. Niemand hier. Beware. It's locked, all right. Aber es lässt sich von der anderen Seite öffnen, okay. Kein Gegner weit und breit. Aber Geld. That doesn't work. Das funktioniert nicht. Können wir das denn einschalten oder ausschalten oder irgendwas damit machen? Ich vermute mal stark, wir müssen den Wasserstand hier irgendwie regulieren, oder? So that's it. These wheels control the water level. Ah, die Kisten da hinten. Jetzt steigt der Wasserstand. Jetzt muss ich hier rüber die Kisten zerstören. That gate should shut properly. Okay. Gut. Das hat geklappt. Jetzt können wir nach unten gehen. Der Wasserstand reicht noch nicht, wie es aussieht. But why? Was fehlt mir? Oder, ach so, ich muss hier runter. Jetzt höre ich was. Ist das Drag? Ja. Flasche mit Alkohol. Da hinten höre ich Ratten. This is blood. Ich scheine hier etwas definitiv auf der Spur zu sein bei all dem Blut, was hier ist. Guckt euch mal das hier an. Enter at your own risk. Wir treten auf eigene Gefahr. Hier ist definitiv jemand unterwegs, der sich teleportieren kann. Das hört man die ganze Zeit. Na. This is despicable. But blood is what we need. Hier, die Spur führt weiter hier hin zu dieser Leiche. Untersuchen kann ich sie nicht. Aber hier geht's weiter. I cannot enter. Mhm. Der wird von den Skulls angegriffen. Und der smackt die kaputt. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again! The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity.
Müssten wir gegen den kämpfen jetzt, oder wie? Learn to respect the laws of Och Ascalon. nö, komm schon, ey. Stufe 18. Verbal bunch of the hand that crushes all. Schaffe ich das? Gucken wir mal. Er ist nicht besonders schnell. Aber seine Schläge tun umso mehr weh. Once you vanished, I'll slaughter these scalds while singing your name. Er kann Schattendoppelgänger erschaffen. Wow. Widerstanden. So, komm her. Blood to the I shall crush you. Muss er hin? Your blood is now mine. Mist. Unsichtbar machen hilft nicht. Dare change the dictates of Ascalon? Mist, keine Munition mehr. Down, stay down. Ich muss die Waffe tauschen. Was habe ich denn noch alternativ? Ah, die Schrotflinte natürlich. Return to your apothecary. Jawohl, tot. Wir haben erfolgreich einen anderen Vampir getötet. Errungenschaft freigeschaltet, der Henker. Er hatte keine Chance. 2340 EP. Alter. So viel hatte ich schon lange nicht mehr. Das war zuletzt am Anfang so. Kunde in die Kanalisation. Ja, haben wir doch. Okay, den besiegt haben wir. Hier lang geht's. Dann mal raus. Was ist das? At least one Skull escaped Virgil's wrath. Ein Skull ist entkommen. Könnte das unser Zeuge sein? The poor creature is bleeding to death. He cannot be far. Hier verläuft sich der Weg. Diese Kanalisation ist riesig. Ah. Safe we are, still. Drink now. Bless you, Bridget. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. Wer bist du? Gebiet des Abwasserkanals.
This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reid. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Skal. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. Also höchstwahrscheinlich uns auch. So was it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Das ist die eigentliche Frage. Kann man ihm trauen? Aber sie wird höchstwahrscheinlich sagen, ja. Er könnte ein Mörder sein. Sean is a Skal. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am Old Bridget of the Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. What? That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Okay, ein Vampirunterschlupf. Irgendwie strange, aber wir entdecken immer weiter die Abgründe, die sich unter diesem Stadtteil von London ausbreiten. Aber was genau mit ihr passiert ist, ob sie jetzt auch zu einem Skull geworden ist und was wir mit John Hampton machen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Vampire. Ich bedanke mich schon mal, dass ihr dabei wart und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.